Die neuesten Zahlen von Gesundheitsorganisationen zeigen, dass etwa 1 von 15 Kindern mit einer seltenen Krankheit geboren wird. Wissenschaftler haben mittlerweile rund 10.000 seltene Krankheiten identifiziert, soweit infiziert. Jede von ihnen betrifft weniger als 200.000 Menschen. In der heutigen Ausgabe von Eye on Catalan stellt Ihnen Tom Hansen eine Familie aus Sioux Falls vor, die sich der Herausforderung einer seltenen Krankheit bei beiden Kindern stellt. In der Großstadt. Der 7-jährige Connor und der 4-jährige Eli haben beide PKU. Es ist eine der seltenen Krankheiten, die heute in allen 50 Bundesstaaten bei der Geburt untersucht werden. PKU ist eine erbliche Stoffwechselstörung, bei der sich die Aminosäure Phenylalanin im Körper ansammelt. Unbehandelt kann sie zu Gehirnschäden führen. Deshalb müssen die Jungen die Menge an Protein, die sie zu sich nehmen, begrenzen. PKU bedeutet, dass man bestimmt Lebensmittel nicht essen darf, die andere essen können. Wenn man PKU hat, darf man kein Fleisch essen. Kein Fleisch, kein Huhn, kein Schinken. Einfach alles, was Fleisch enthält. Connors Lieblingsessen ist Pizza. Eli bevorzugt gekochten Brokkoli. Also schlug ich eine Pizza mit gekochtem Brokkoli vor. Ich würde sie essen. Eli ist also dabei, aber Connor, sagen wir einfach, die Idee wurde abgelehnt. Ja. Wie Sie sehen, sind Connor und Eli genau wie jedes andere Kind auch. Sie spielen, sie gehen zur Schule, sie lieben Football und Basketball. Als wir die Diagnose zum ersten Mal erhielten, gab es, glaube ich, einen Trauerprozess. Wissen Sie, es war eine große Diagnose. Es war eine große Veränderung. Wir wussten eigentlich gar nichts darüber. Und ich glaube, jetzt wissen wir einfach, dass es völlig normal ist. Es ist eigentlich keine so große Sache. Wir haben wunderbare, kluge, sportliche und wilde Kinder, wie jeder andere auch. Mama und Papa sagen auch, dass die Jungen sich ihrer seltenen Krankheit sehr bewusst sind. Ich würde sagen, an den meisten Tagen denken wir gar nicht daran. Wissen Sie, wir haben uns sehr gut daran angepasst. Sie haben sich sehr gut daran angepasst und sind einfach normale, wilde Kinder. Aber sie müssen natürlich auf ihre Proteinzufuhr achten. Und dann kontrollieren wir regelmäßig die Blutwerte, um sicherzustellen, dass wir im Bereich bleiben. Wir haben immer gewitzelt, dass es wahrscheinlich der beste Tag in Connors Leben und der schlimmste Tag für Eli war, als unser zweites Kind Eli diagnostiziert wurde, denn er bekam die Diagnose. Aber Connor hatte nun einen Bruder, der denselben Weg mit ihm geht. Also ja, ich meine, es ist einfach unsere Normalität. Das ist das, was Sie kennen. Und wir sehen das Ganze einfach sehr positiv. Wissen Sie, jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen. 1 Gramm. 1 Gramm für 8 Gramm. Connor liest bereits Etiketten, um zu sehen, wie viel Gramm Protein in seinen Lieblingssnacks enthalten sind. Viele der 10.000 seltenen Krankheiten wie PKU sind genetisch bedingt und deren Erkennung hat in den letzten 10 Jahren große Fortschritte gemacht. Doch Selbst mit unseren besten Gentests erhalten wir nur in 40% der Fälle eine Antwort, ein positives Ergebnis. Dr. Rachel Lee ist auf klinische Genetik und Pädiatrie spezialisiert. Als dreifache Mutter sagt sie, dass der Weg zur Diagnose einer seltenen Krankheit für manche ihrer Patienten lang und beschwerlich sein kann, aber Sie kennen Ihr Kind am besten. Verstanden. Oftmals bekommen Sie zu hören, hey, warten wir einfach mal ab. Wissen Sie, vielleicht holen Sie auf. Vielleicht machen Sie bald Fortschritte. Aber wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind am besten zu kennen, wenn Sie spüren, dass etwas nicht stimmt, bleiben Sie hartnäckig. Holen Sie eine zweite Meinung ein. Fragen Sie nach einer erneuten Untersuchung. Bitten Sie um eine Therapie. weder John noch Abby haben PKU, aber beide sind Träger des Gens, was bedeutete, dass die Jungen eine 25-prozentige Chance hatten, es zu haben. Sie ermutigen Eltern mit Kindern, die eine seltene Krankheit haben, sich an Selbsthilfegruppen zu wenden. Wir möchten einfach für andere Familien da sein, die vielleicht das Gleiche durchmachen, damit sie wissen, dass alles gut wird. Die Behandlung macht große Fortschritte und Dr. Lee ist optimistisch, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein Heilmittel gefunden werden könnte. Mit Eye on Catalan, ich bin Tom Hansen. Stanford hat jetzt ein Programm, um Eltern mit Forschern seltener Krankheiten zusammenzubringen. Wir haben einen Link zu diesem Beitrag auf Catalan.com bereitgestellt. Der Tag der seltenen Krankheiten ist normalerweise der 28. Februar, aber dieses Jahr ist es der 29., da es ein Schaltjahr ist, der seltenste Tag im Kalender. Übrigens, Elis Geburtstag ist der 28. Februar. Alles Gute zum Geburtstag im Voraus.